Und dann wäre das Ganze hier erst einmal soweit fertig. Wir haben jetzt natürlich hier noch die Möglichkeit, diverse andere Sachen zu erstellen. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel. Und zwar stellen wir hierzu ein Licht. Ich werde mal den Würfel hier deaktivieren. Wir müssen beim Würfel hier noch, kann ich ja schnell noch machen, Rundung wieder aktivieren, hatte ich ja vorhin ausgestellt. Dann zeige ich das mal ohne. Licht wieder kurz deaktivieren. Dann zeige ich das mal mit Rundungen, weil wir dann natürlich hier auch an den Rändern ja einen weicheren Übergang haben. Eine sehr geringfügige Änderung. Sieht aber im Endeffekt besser aus, weil wir auch kein Problem mit Anti-Aliasing dann so stark haben. Und dann zum Beispiel die Renderzeit verkürzen können oder halt die Renderzeit verschieben. Sprich, wir machen dann zum Beispiel noch Bewegungs- und Schärfe hinein. Gut, wir sehen, das sieht ziemlich gleich aus. Wir können hier natürlich auch in das Klonobjekt andere Objekte ziehen. Beispiel jetzt hier Licht. Und diese sollen jetzt mal keine Beleuchtung darstellen, sondern sind lediglich als Linsen da. Ich nehme jetzt hier mal den HI8 und Camcorder. Haben wir das Ganze nun hier mal, ich werde mal einen kleinen Ausschnitt davon rendern. Ja, er rendert soweit und jetzt berechnet er uns die Linsen. Und das dauert jetzt erheblich, da wir ja immerhin, ich glaube, 5x5x5 Linsen haben. Sprich 125 Lichter, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und wir sehen doch, es hat doch eine erhebliche Renderzeit. Bei mir geht es gerade gar nicht vorwärts. Größe mache ich mal. Oh, der ist fertig. Wir sehen, ist komplett weiß. Größe werde ich jetzt hier mal auf 5 oder auf 5% ändern. Dann werden wir das Ganze nochmal rendern. Da sehen wir. Ich werde das Ganze mal komplett groß rendern, dass wir so kleine Lichtblitze kriegen. Könnte man zum Beispiel ja als Partikel nutzen. Oder der ähnlichen. Sieht das Ganze so aus. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr schöner Effekt. Und diese sind jetzt natürlich auch synchron. Und so lassen sich natürlich sehr, sehr viele wunderschöne Effekte erstellen. Vor allem im Bereich Partikeln, aber auch an sich für Musik passend gemacht. Speziell für Videos dann auch sehr gut. Und wer sich mehr für diese Richtung interessiert, also wir müssen jetzt eigentlich nur noch das Ganze rendern und können das Ganze dann mit VirtualDub zum Teil öffnen und dann bei Audio das Ganze noch, das Wave-Audio-Format, sprich dann unser Lied anwählen, einfach importieren und rausrendern und dann ist man damit komplett fertig. Können hier natürlich auch bei den Rendereinstellungen, um es dann noch weiter zu treiben, in After Effects zum Beispiel auch nachbearbeiten. Dafür haben wir natürlich unser Multipass. Und hier könnten wir natürlich beispielsweise den Motion Vector ausgeben, diesen Motion Vector an Real Smart Motion Blur weitergeben und der erstellt uns dann davon ein Bewegungsunschärfe. Wir können das aber auch über die Effekte regeln lassen und haben hier natürlich auch Objekt Motion Blur, Szenen Motion Blur und so weiter und so fort. Da ich ja vorhin erzählt hatte, wir können auch komplett ohne After Effects und Sony Vegas ausgehen. Wenn einem die Farbe an sich noch nicht gefällt und man möchte die Farbe nachbearbeiten, haben wir hier auch bei den Post-Effekten einige Möglichkeiten. Ich zeige jetzt mal ein Beispiel hier. Bild ist also jetzt erstmal soweit komplett fertig. Ich werde mal die Würfel anstellen. Wir können auch mehrere Objekte hier hineinziehen, dann sehen wir haben hier Würfel und diese Lichtquellen. Allerdings geben die hier gerade eine Beleuchtung ab. Ist in Ordnung soweit. Und wir können dann hier zum Beispiel, wir sehen jetzt hier oben mal unser Ergebnis, können das Ganze dann zum Beispiel mit Dunkel multiplizieren mal 0. Dann ist das Ganze dunkler. Können aber auch zum Beispiel mal 2 machen. Dann wird das Ganze heller.
Wir können also hier zum Beispiel auch noch sehr stark den Kontrast ändern. Cinema 4D hat also mehrere Möglichkeiten. Nehmen wir mal Farbmapping raus. Wir haben hier noch Glühen, Farbkorrektur vor allem hier, Kontrast 50%. Jetzt einfach mal sehr krass was geändert. Und so können wir uns dann das Ganze hier noch anpassen. Ich möchte jetzt nicht alles rendern. Ich rendere mal nur einen kleinen Ausschnitt. Jetzt ist das hier natürlich noch der das Glühen, das nachgerendert wird. Und so können wir das Ganze rendern, in Virtual DAB importieren, Audiofile rüberlegen und wir haben eine fertige Animation. Sehr einfach. Und das sollte jetzt nur einen kleinen Einblick in MoGraph geben. Weitere sehr schöne Tutorials zu MoGraph gibt es vor allem auf Creative Cow. Und hier in den Cinema 4D Tutorials hat der Millennium ein wirklich sehr ausführliches Tutorial oder mehrteiliges Tutorial rausgebracht, in dem er wirklich jeden Bereich, in dem er auch diesen Effektor anspricht, aber auch die Kloner und auch sehr schöne Beispiele gibt, wie man das auf Texte anwenden kann und so weiter und so fort. Also ein wirklich sehr ausführliche Tutorials und die kann ich natürlich jedem weiterempfehlen.